Die Orca ist da, kaum zu glauben, die FPV-Brille, auf die die ganze Community schon seit einer Ewigkeit wartet. Gestern ist sie angekommen und heute zeigen wir euch, was in ihr steckt. Ja, die Idee von Orca ist das erste Mal 2018 durchs Netz gegeistert, dass da ein paar Jungs in Kroatien sitzen und sich gesagt haben, was der dicke Hai nicht macht, das können wir hier besser. Fatshark hat ja schon seit Jahren gesagt, sie bauen keine Brille mit großen OLED-Displays, weil die so teuer sind. Und in Kroatien hat man sich gesagt, nee, komm, wir machen das einfach, wir wollen die geilste FPV-Brille der Welt haben. Und die Kosten haben die erstmal hinten angestellt und haben gesagt, wir bauen erstmal die beste Brille, was die dann kostet, schauen wir mal. Ich fand das schon immer cool, so richtig ernst genommen habe ich das aber, glaube ich, erst als die Jungs im Januar diesen Jahres auf der CES in Las Vegas aufgetaucht sind. Da gibt es auch ein Video von Joshua Bartwell, der da hingefahren ist und sich die ersten Prototypen angeschaut hat. Und da konnte man das erste Mal so richtig sehen, ja, alles klar, die machen da wirklich was Handfestes und bauen eine richtig coole Brille da unten. Und ja, als dann im Juni das Kickstarter online gegangen ist, da waren Martin und ich auch gleich die Ersten, die da drauf geklickt haben und gesagt haben, finden wir super, hochwertige Premium-FPV-Brille mit OLED-Displays wollen wir haben und haben uns die dann da gleich mal bestellt. Ja, dann ist das, wie das bei Kickstarter so üblich ist, da geht das große Hoffen los. Ne? Wir haben das Ganze natürlich verfolgt und die ersten Liefertermine im August, die sind dann leider so ein bisschen ins Wanken geraten. Da ist das eine oder andere dazwischen gekommen. Hier die Knöpfe, die waren dann auf einmal irgendwie nicht rechtzeitig da. Es gab Verzögerungen hier und da, was bei Kickstarter ja mehr oder weniger auch echt normal ist. Aber nichtsdestotrotz war das in dem Fall ein bisschen ungünstig, weil Fatshark natürlich auf einmal dahergekommen ist und die HDO2 angekündigt hat, selber eine Brille auf den Markt gebracht hat mit großen OLED-Displays. Ja, und wie ihr hier seht, die Specs der beiden Brillen, die sehen auf dem Specsheet erstmal relativ ähnlich aus und tatsächlich ist das so, dass die beiden dieselben Sony OLEDs verwenden. Das sind diese kleinen Screens, die in den Brillen drin sitzen. Diese Screens, die werden halt für den FPV-Markt nicht extra angefertigt, sondern man muss sich da quasi Screens bedienen, die es sowieso gibt, und die Screens, die hier drin sind, das sind die optischen Sucher der Sony A7 Digitalkamera-Serie, die sowohl Fatshark als auch Orca hier verwenden für ihre Brillen. Obwohl die Brillen auf dem Specsheet recht ähnlich aussehen, gibt es, was das optische System angeht, einige Unterschiede. Und ihr kennt das vielleicht von Digitalkameras, da kann derselbe Sensor drin sein, aber was vorne für ein Objektiv drauf ist, kann einen großen Unterschied machen. Fatshark hat auf der einen Seite zum Beispiel ein Focus Adjustment. Damit kann man Dioptrien ausgleichen direkt in der Brille. Man braucht also keine Insets mehr und man kann das für beide Augen unterschiedlich angleichen. Dafür sind die Optiken bei Fatshark aus Plastik. Bei Orca ist es so, da haben wir diese Fokusanpassung nicht. Ein Dioptrienausgleich muss mit solchen Einsätzen erfolgen, wie ihr das früher von Fatshark kennt. Dafür ist das ganze optische System bei Orca allerdings aus echtem Glas. Und das ist im allgemeinen Verständnis etwas besser als Plastik. Weiterer Vorteil der Orca ist eben, dass regelmäßig Firmware-Updates erscheinen können. Es wird ein Modul geben, wo die Brille verbunden werden kann mit dem Mobiltelefon, wo man dann die DVRs runterladen kann, wo man Streaming direkt von der Brille machen kann. Es soll sogar eine Integration geben, dass man von der Orca aus die GoPro-Kameras steuern kann, was Aufnahme und so weiter angeht. Das sind natürlich ziemlich viele coole Sachen, die zum Schluss den Mehrpreis der Orcas, und da muss man ehrlich sein, die werden zum Schluss etwa 150 € mehr kosten als die Fatsharks, rechtfertigen sollen. Jetzt gucken wir uns die Brille aber erstmal ganz genau an. So, und hier ist das gute Stück aus der Nähe. So sieht die aus. Ich zeige euch das hier einmal in der Rundumsicht. Die Bedienelemente sind ganz einfach. Die sind alle hier auf der Oberseite angeordnet. Wir haben hier einmal einen Knopf, damit kann man sich die verbleibende Restlaufzeit der Batterie in der Brille anzeigen lassen. Dann ist hier ein Knopf, um die DVR-Aufnahme ganz schnell zu starten mit einem Knopfdruck.
Und dieser rechte Joystick hier, der steuert das komplette DVR-Menü. Also da könnt ihr eure DVR-Einstellungen machen und natürlich auch die Wiedergabe von DVR-Aufnahmen starten. Das ist der Power-Knopf, da schaltet man die Brille ein. Der Power-Knopf hat also man kann 3 Modis für den Power-Knopf definieren. Einmal einfach draufdrücken, Brille geht an. Einen sogenannten DJI-Modus, so habe ich meinen Power-Knopf konfiguriert. Das heißt, einmal kurz draufdrücken, einmal lange. Und die Brille geht an und ich kann euch auch nur empfehlen, das so zu konfigurieren. Denn ab Werk kommt die in diesem einmal kurz draufdrücken Modus. Und persönlich finde ich das ein bisschen gefährlich, wenn man so auf der Brille dann rumtatscht. Gerade wenn man die neu hat, da kommt man nur ein einziges Mal drauf und die Brille ist sofort aus. Also ich empfehle das auf jeden Fall auf diesen einmal kurz, einmal lang Modus umzukonfigurieren. Das ist für den Anfang deutlich sicherer. Und es gibt natürlich noch den sogenannten Fat Shark Mode. Akku an die Brille und die Brille läuft. Dieser Knopf macht den Lüfter an, also der Lüfter, der dafür sorgt, dass die Brillengläser nicht beschlagen. Die Brille hat 2 Lüfter. Vorne ist einer, der immer läuft, der kühlt den kleinen Computer hier vorne drin. Und den anderen, der hinten die Brillengläser belüftet, den könnt ihr über diesen Knopf anschalten. Der linke Joystick ist dafür, um in die Settings reinzukommen. Damit steuert ihr das Menü, da könnt ihr alle möglichen Einstellungen machen. Und diese beiden Knöpfe, das sind die Channel Up and Down Knöpfe, wie ihr das von Fat Shark auch kennt. Mit der Modulintegration hier könnt ihr dann über die Brille das Rapid-Fire-Modul fernsteuern. Man kann auch ins Menü gehen und das Rapid-Fire-Modul da komplett fernsteuern. Dafür ist es wichtig, dass auf dem Rapid-Fire-Modul die Firmware 1.3 läuft. Die ist relativ neu, erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Erst mit der klappt diese komplette Orca-Integration. Hier drüben habt ihr Audio-Eingang für Mikrofon und andere Audioquellen. Ihr habt den Head-Tracker-Ausgang. Auf der anderen Seite habt ihr den sekundären Modul-Bay. Da kommt dann das FPV Connect Modul zum Beispiel rein, mit dem ihr die Orca mit eurem Smartphone verbinden könnt. Und ihr habt den AV-Eingang und den HDMI-Eingang. Um die Rückseite besser zu filmen können, mache ich mal den Headstrap ab. Viele von euch haben gefragt, wie ist das mit dem Headstrap, wie ist der befestigt? Und das ist ganz einfach. Den kann man hier so abmachen. Diese roten Bämbel, die sind quasi fest mit der Brille verbunden und ihr könnt hier jeden x-beliebigen Headstrap einklipsen. So sieht die Brille dann von innen aus. Wir haben hier oben den Einsatz für die SD-Karte. Das ist leider nicht viel besser gelöst als bei der Konkurrenz. Hier oben habt ihr noch Sensoren drin, über die die Brille erkennt, ob sie gerade getragen und verwendet wird. Die hat ja so eine Auto-Standby-Funktion, wenn man das gerne nutzen möchte. Dann sind das die Sensoren dafür. Ihr habt hier die Möglichkeit, eure Fat Shark Dioptrien-Einsätze reinzuschieben. Ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt bei den Orcas, ist, wie hier diese Schaumeinsätze verbaut sind. Die werden nämlich im Gegensatz zu anderen Herstellern einfach direkt auf die Brille draufgeklebt. Ihr habt 3 unterschiedliche Sätze, mit denen die Brille kommt und ihr müsst die dann hier dementsprechend direkt draufkleben auf die Brille. Das ist ein bisschen ungünstig, weil das muss halt direkt beim ersten Mal richtig sitzen. Man hat keine Möglichkeit, das irgendwie nachzukorrigieren. Und man kann das hier unten sehen, der Kleber hält leider nicht mal besonders gut. Also hier löst sich das bei mir schon, obwohl ich das mehrfach schon mit der Heatgun ein bisschen angewärmt habe und drauf gedrückt habe. Also so richtig gut hält der Kleber nicht. Das ist definitiv nicht ideal gelöst. Apropos nicht ideal gelöst, da komme ich doch gleich nochmal auf den Akku zu sprechen. Das ist ein Lithium-Ionen-Pack, da sind 2 18500er Packs drin. Das ist der kleine Bruder von der 18650er. Und wir haben hier eine sehr schöne Anzeige über die Kapazität. Allerdings ist das Akku-Pack relativ groß. Die Befestigung hier in dem Headstrap, das wird hier so reingeschoben über so einen Slot. Das kommt da gerne von ganz alleine raus. Mir persönlich ist das Paket etwas zu groß und die Befestigung etwas zu unsicher. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall einen ganz normalen Lipo, zum Beispiel von Tattu, der extra für Brillen ist, verwenden, weil das Ganze etwas kleiner und leichter ist und mir einfach besser gefällt. Ja, willkommen im Spinfast-Testlabor. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und hier eine extra Indoor-Testanlage für Copter, die wir heute benutzen werden, um ein paar DVRs mit der Orca aufzunehmen. Zu dem Zweck werde ich hier den kleinen Tiny Hawk S, kennt ihr ja auch schon von unserem Kanal, hier drin mal ein bisschen Testfliegen, DVR aufnehmen und mal gucken, wie das Ganze in den Orcas aussieht.
So, hier drin haben wir natürlich relativ starkes Multipassing, das heißt, das Signal wird natürlich hier von den Wänden gespiegelt. Deswegen ist das Bild nicht ganz so schön, wie man das von draußen kennt. Das erkennt man an diesem Flackern, was ihr hier gerade um die Objekte sieht, an Martins Jacke. Aber das Bild in der Orca, um das es hier ja eigentlich geht, ist trotzdem sehr schön klar. Man kann hier sehr gut erkennen, wo Hindernisse sind. Also ich muss wirklich sagen, das ist sehr kontrastreich, das OLED-Display. Ich kann hier wirklich sehr gut erkennen, wo Kabel hängen, wo Lampen hängen. Das kenne ich so von meinen Fatshark HD3s ehrlich gesagt nicht. Ich fühle mich hier auch sehr sicher, hier Slalom zu fliegen beispielsweise, weil ich wirklich auch alle Kabel erkennen kann. Ja, also was soll ich sagen? Für den Preis würde ich jetzt aus meinen ersten Impressions würde ich nicht upgraden. Ich glaube wirklich, viele werden bei der Fatshark HDO 2 dann doch landen, denn hier sind einfach dann doch noch ein paar Kinderkrankheiten da, die auch nach so langer Entwicklungszeit nicht ausgemerzt werden konnten. Wie das angesprochene Flattern des Schaumstoffs, dann sitzt das Modul nicht richtig und ja, die Batterie hat Tobi hier gleich richtig ausgetauscht, hat er von seiner DJI genommen. Die andere ist einfach zu groß. Das hier reicht vollkommen hin. Und wer weiß, was noch so in den nächsten Tagen auftauchen wird. Wir haben jetzt erstmal keine größeren Fehler gefunden, aber wir nehmen das Ding jetzt noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe und Tobi wird euch mit Sicherheit im Fazit dann noch einen guten Tipp geben, was ihr am besten machen solltet. So, ich habe jetzt mal eine GoPro in die Brille gehalten, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das Bild in der Brille aussieht. Und ich möchte euch natürlich auch gerne mal schnell hier die Menüs zeigen. Das ist wie gesagt ja, das Menü, wenn man mit dem linken Knopf reingeht. Hier kann man eher die Dinge einstellen, die die Brille an sich betreffen und die Eingänge und den Head-Tracker und so weiter und so fort. Und man kann natürlich auch hier zum Beispiel sehen, wie lange die Brille insgesamt schon eingeschaltet gewesen ist. Finde ich ein ganz cooles Feature. Wenn man hier oben richtig eingestellt hat, dass man ein Rapid-Fire-Modul drin hat, dann kann man hier sogar auch direkt die Frequenz auswählen über das Menü und muss gar nicht das OSD des Rapid-Fires benutzen. Dann haben wir hier drüben einmal mit dem rechten Knopf das DVR-Menü. Hier kann man ein paar Einstellungen zum DVR machen. Leider kann man noch nicht einstellen, dass der DVR automatisch immer aufnimmt. Das soll mit einem Firmware-Update nachgebessert werden. Und das hier ist das Menü zum Anschauen der DVR-Aufnahmen. Und da muss man natürlich schon sagen, wer das von Fatshark kennt, das ist wirklich eine absolute Katastrophe und überhaupt nicht schön. Das ist hier viel, viel besser gelöst. Hier kann man ganz normal eine DVR-Aufnahme auswählen und sich die angucken. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal viel, viel besser gemacht. So, zum Vergleich seht ihr hier mal das Bild hier von dem kleinen Tiny Hawk S in die Orca-Brille reingefilmt mit den OLED-Displays. So, und hier sind wir jetzt mit denselben Einstellungen auf der Fatshark HD3. Ich glaube, soweit ich das hier beurteilen kann, auf dem Bild der GoPro spiegelt das relativ realitätsnah wider, wie tatsächlich der Unterschied zwischen den Brillen ist. Es ist gar nicht mal so, dass das Display jetzt unbedingt viel größer ist in der Orca. Die Darstellung in der HD3 ist schon auch anständig groß, aber man hat natürlich viel mehr Kontrast in dem OLED-Display. Gerade hier mit den Lampen sieht man das ganz gut. Ich finde, da findet man sich im Bild der Orca etwas besser zurecht und kann somit auch etwas sicherer unterwegs sein. So, kommen wir zum Fazit zur Orca FPV-1. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in Deutschland, wenn man die regulär beim deutschen Händler bestellt, in Deutschland gibt es die zum Beispiel bei flyingmachines.de, kostet die 699 € und damit etwa 100 € mehr als die Fatshark HDO 2.
Ich persönlich habe die Fat jetzt noch nicht aufgehabt, ich kann euch also nichts zum Unterschied sagen. Vermutlich wird das Bild hier drin etwas besser sein. Das ist zumindest das, was ich gehört habe von den Leuten, die schon beide Brillen einmal aufgehabt haben, dass denen das Bild hier drin etwas besser gefallen hat. Das mag an der Glasoptik liegen. Was ich persönlich cool finde, ist, dass gleich ein vernünftiger DVR drin eingebaut ist, der wirklich tolle DVR-Aufnahmen macht. Das habt ihr bei der Fat auch nicht. Und ihr habt eben diese Connected Features, die ehrlicherweise jetzt noch nicht aktiv sind, in Zukunft kommen werden. Wenn da wirklich alles so kommt, wie Orca das angekündigt hat, dann ist es auf jeden Fall auch ein Mehrwert, dass ihr direkt von der Brille zum Beispiel Streaming machen könnt und vom Smartphone aus auch auf eure Aufnahmen zugreifen könnt. Also ich würde an eurer Stelle jetzt noch nicht sofort die Orca kaufen. Ich würde erstmal die Reviews der HDO 2 abwarten. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr so lange wartet, dass ihr beide Brillen vielleicht irgendwo im Bekanntenkreis in eurer lokalen FPV-Community mal ausprobieren könnt. Ob man überhaupt noch so viel Geld in analoges FPV investieren sollte, auch das muss gut überlegt sein. Denn zum Preis von der Orca mit Rapid Fire bekommt man schon das Bundle von DJI, die Brille mit 2 Air-Units. Und während die Orca ein eher inkrementelles Upgrade ist zu dem, was es bisher in der FPV-Welt gab, also es ist leicht besser als alles, was bisher da gewesen ist das hier eine komplett andere Welt. Es ist halt einfach so, als wenn ihr mit GoPro fliegt, ein riesen HD-Bild. Auch das Bild in der Brille ist nicht zu vergleichen. Ihr habt hier bei DJI einfach einen riesen Screen mit HD-Qualität. Ihr habt hier auch ein sehr großes Bild. Aber es ist eben halt doch immer noch analog. Welcher dieser beiden Wege der richtige für euch ist, das müsst ihr im Prinzip für euch selber entscheiden. Wenn ihr bei analog bleiben wollt und das Beste haben wollt, was es da gibt, dann kann das durchaus die Orca FPV-1 sein.